zwischen Routine und Überraschungen. Thomas tritt an in den hektischen Raum der Intensivstation. Nach 5 Tagen fühlt er sich schon recht angepasst an die Abläufe und Herausforderungen. Er zieht seine Schutzkleidung an und schaut in die Patientenakten. Heute wird ein langer Tag, das spürt er. Das morgendliche Teammeeting beginnt pünktlich. Dr. Weber, der leitende Arzt, gibt einen Überblick über die aktuellen Fälle. Besondere Aufmerksamkeit wird dem neuen Patienten gewidmet, einem jungen Mann, der nach einem schweren Verkehrsunfall eingeliefert wurde. Thomas übernimmt die erste Versorgung für den neuen Patienten. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Anästhesisten stellt er sicher, dass alle Maschinen und Medikamente richtig eingestellt sind. Es ist eine heikle Situation, jeder Moment zählt. Kurz danach treffen die besorgten Eltern des jungen Mannes ein. Thomas nimmt sich Zeit, um sie aufzuklären und zu beruhigen. Wir tun alles, was wir können, versichert er ihnen, bemüht, in seiner Stimme eine beruhigende Zuversicht auszustrahlen. Während er die Vitalzeichen des neuen Patienten überwacht, bemerkt Thomas eine plötzliche Veränderung auf dem Monitor. Ohne zu zögern ruft er das Team. Sie agieren schnell, um den Patienten zu stabilisieren. Nach einigen bangen Minuten beruhigt sich die Situation. Nach einem intensiven Vormittag ist es Zeit für eine kurze Pause. Thomas setzt sich in den Aufenthaltsraum, trinkt einen Kaffee und reflektiert über die Ereignisse. Es war anstrengend, aber dank Teamarbeit und Schnelligkeit konnten ernsthafte Komplikationen vermieden werden. Nach einer erfrischenden Mittagspause setzt sich Thomas wieder an die Arbeit. Die Lage auf der Intensivstation hat sich etwas beruhigt, aber in diesem Berufsfeld weiß man nie, was der Tag noch bringen wird. Während er seine Runden macht, erhält Thomas einen Anruf. Zu seiner Überraschung ist es seine Schwester aus Berlin, die ihm erzählt, dass sie beschlossen hat, das Krankenhaus zu besuchen und einige Stunden in der Stadt zu verbringen. Ein Lichtblick im hektischen Alltag. Thomas nimmt sich einen Moment Zeit, um mit Frau Schneider zu sprechen, einer langjährigen Patientin in der Intensivstation. Sie teilt ihm mit, wie sehr sie die Pflege schätzt und dass die kleinen Gespräche mit ihm ihr viel bedeuten. Es sind solche Momente, die Thomas daran erinnern, warum er diesen Beruf gewählt hat. Gerade als Thomas glaubt, einen Moment der Ruhe zu haben, ertönt der Alarm. Ein anderer Patient, Herr Fischer, hat plötzlich Atemprobleme. Thomas und das Team sind sofort zur Stelle. Mit koordinierten Handgriffen und ruhiger Kommunikation stabilisieren sie den Patienten. Es ist ein weiterer Beweis für die Unberechenbarkeit des Lebens in der Intensivstation. Thomas' Schwester Anna kommt wie geplant am späten Nachmittag an. Obwohl sie nur kurz bleibt, ist die Begegnung eine willkommene Abwechslung. Sie bringt einen Beutel mit einigen von Thomas' Lieblingssnacks und hinterlässt eine liebevolle Notiz für ihn. Der Nachmittag war eine Mischung aus medizinischen Herausforderungen und persönlichen, zwischenmenschlichen Begegnungen. Für Thomas ist es dieser Mix, der seine Arbeit so erfüllend macht. Er schätzt diese Momente des Menschseins inmitten der technischen und klinischen Komplexität der Intensivmedizin. Der Abend naht und Thomas bereitet sich darauf vor, seine Schicht zu beenden. Er trifft sich mit den Kollegen der Nachtschicht, um die aktuellen Patientenzustände zu übermitteln. Alles wird sorgfältig dokumentiert, jede Besonderheit hervorgehoben. Bevor er geht, hat Thomas noch ein Gespräch mit Dr. Weber. Der Arzt lobt Thomas für seine hervorragende Arbeit und sein Engagement. Sie diskutieren auch kurz über zukünftige Pläne und Weiterbildungsmöglichkeiten. Dr. Weber sieht in Thomas einen wertvollen Teil des Teams. Thomas macht einen letzten Rundgang und besucht noch einmal den jungen Patienten vom Morgen. Er ist erleichtert zu sehen, dass sich der Zustand des Patienten stabilisiert hat. Ein kleiner, aber wichtiger Sieg in einem langen Tag. Es ist Zeit zu gehen. Thomas verabschiedet sich von seinen Kollegen und verlässt die Intensivstation. Er fühlt sich erschöpft, aber auch erfüllt. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen, aber auch neue Möglichkeiten, einen Unterschied zu machen. Zu Hause angekommen, setzt sich Thomas an seinen Schreibtisch und schreibt einige Gedanken in sein Tagebuch. Er reflektiert über den Tag, die Höhen und Tiefen, die Erfolge und Herausforderungen. Es hilft ihm, alles zu verarbeiten und sich auf den nächsten Tag vorzubereiten. Der Tag war intensiv, voller unerwarteter Wendungen, emotionaler Momente und medizinischer Herausforderungen. Aber trotz allem fühlt Thomas eine tiefe Zufriedenheit. Er weiß, dass er an dem richtigen Ort ist,
dass seine Arbeit wichtig ist und dass er Teil eines Teams ist, das jeden Tag Leben rettet und verbessert.